Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchten wir euch kurz unseren Partner Radaddle vorstellen. Neben einer großen Auswahl an Spielsystemen, Miniaturen und Zubehör findet ihr auch vieles zum Thema Airbrush. Radaddle führt unter anderem die beliebten Airbrush-Pistolen von Harder und Steenbeck. All das findet ihr im Onlineshop, aber auch im Ladengeschäft in Großweil im schönen Bundesland Bayern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu unserem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Mit diesem Workshop möchten wir euch ein paar Tipps, Tricks und Anregungen und natürlich ein bisschen die Angst nehmen vor dem Thema Airbrush im Tabletop Hobby. Aber bevor wir loslegen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sascha und ich betreibe seit 8 Jahren das Tabletop Basement Studio hier in Hannover. Ja, wir sind ein Geländebau- und Bemalstudio und wie gesagt, vor circa 8 Jahren haben wir damit begonnen. Inzwischen haben wir uns auch ein bisschen verändert. Wir haben inzwischen einen Online-Shop, den wir betreiben und natürlich den YouTube-Kanal Tabletop Basement und den TBTV Uncut-Kanal. Gerade auf den beiden YouTube-Kanälen machen wir natürlich auch sehr viel rund um das Thema Airbrush. Und wir haben sehr viele Tutorials bei uns auf dem Kanal, gerade im militärischen Bereich, aber natürlich auch im Geländebaubereich. Und ja, als ich angefangen habe mit einer Airbrush zu arbeiten, das war vor, ich sag mal 7,5 Jahren ungefähr. Ich habe tatsächlich ganz klassisch begonnen mit der Pinselmalerei, also ganz klassisch mit dem Pinsel und habe dann irgendwann festgestellt, so eine Airbrush könnte vielleicht doch den einen oder anderen Nutzen mit sich bringen. Und ich kannte das Thema Airbrush tatsächlich nur aus dem Modellbaubereich oder halt aus anderen Gewerken, wie zum Beispiel der Autolackiererei oder im Nageldesign, da gab es ja auch bestimmte Sachen. Und für mich war es im Tabletop-Hobby noch nicht so angekommen. Hab dann mir aber doch meine erste Airbrush-Pistole mal gekauft und ja, es war eine billige China-Pistole mit einem billigen Kompressor. Es war damals so ein Einsteiger-Set, ich weiß nicht, für um die 60 Euro, glaube ich, da war dann aber auch alles dabei. Und wenn ich von diesen billigen China-Pistolen spreche, da meine ich das nicht unbedingt abwertend, aber damit man das so ein bisschen klar erkennen kann. Ja, wie gesagt, ich hatte mir dieses günstige Einsteiger-Set gekauft und war dann auch erstmal begeistert, was man für Ergebnisse damit erzielen kann, denn man konnte in relativ kurzer und schneller Zeit Ergebnisse erzielen, die ich mit dem Pinsel zwar auch hinbekomme, die aber mit dem Pinsel erstens viel, viel länger dauern und zweitens vielleicht gar nicht so fein waren. Ich meine hier zum Beispiel Farbverläufe und Übergänge. Das ist mit dem Pinsel doch recht schwierig und es ist ja eine lange Zeit, die man da dran sitzt, um einen vernünftigen Farbverlauf hinzukriegen. Und das habe ich mit der Airbrush einfach zapp, zapp erledigt und das geht super schnell. Und für mich war dann, ja, ich hatte sehr viel Spaß und Freude mit meiner ersten Airbrush. Allerdings nur bis zu dem Punkt der Reinigung. Und da macht es dann wirklich den großen Unterschied aus, ob ich ein Profi-Gerät besitze oder ob ich so eine billige China-Pistole besitze. Denn wir kommen gar nicht so ordentlich an die verschiedensten Teile ran. Wir müssen tatsächlich mit Werkzeug arbeiten, um die Düse zum Beispiel zu entfernen. Und das dauert sehr, sehr lange. Und deswegen höre ich auch von vielen von euch immer, ja, Airbrush ist nicht so mein Ding, traue ich mich nicht so ran. Ich habe gehört, die Reinigung dauert einfach viel länger als die Arbeit an sich. Ja, mit so einer Pistole gebe ich euch definitiv recht. Aber wenn ihr mit einem Profi-Modell arbeitet, dann bleibt euch diese Zeit natürlich erspart. Ich glaube, man kann das ungefähr vergleichen mit einem Handwerker. Wenn ich als Laie mir im Baumarkt eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber kaufe, weil ich ab und an mal das brauche, vielleicht 1-2 Mal im Jahr, dann kann diese Bohrmaschine oder dieser Akkuschrauber kann genau das gleiche wie ein Profi-Gerät auch. Ganz klar. Aber sobald ich anfange, regelmäßig mit diesem Gerät zu arbeiten, werde ich feststellen, vielleicht ist ein Profi-Gerät doch besser, weil einfach das Material besser verarbeitet ist, weil ich es besser warten kann, weil ich vielleicht Ersatzteile dafür kaufen kann. All das haben wir genauso bei der Airbrush natürlich auch. Auch dort haben wir natürlich die Möglichkeit, bei Profi-Geräten Ersatzteile zu kaufen. Ich kann, die Verarbeitung und das Material ist was komplett anderes. Natürlich, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich nun 60 Euro für ein komplettes Set ausgebe oder 200 Euro nur für die Pistole. Das werdet ihr dann aber auf jeden Fall merken. Aber ich sage euch eins, auch hier gilt der Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und all das werden wir in diesem Workshop besprechen. Wir werden auf die verschiedenen Pistolen eingehen, wir werden auf die verschiedenen Kompressoren eingehen, Absauganlage, Reiniger, Farben, wie baue ich eine Airbrush auseinander, wie reinige ich das Ganze. All das werden wir in diesem Workshop euch beantworten und hoffentlich so gut es geht euch erklären. Und bevor wir jetzt damit anfangen, wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Kurs und
Wir stellen uns die allererste und wichtigste Frage: Wozu brauche ich eigentlich eine Airbrush? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst, denn danach entscheiden wir, welches Equipment wir überhaupt kaufen müssen. Weil wenn ich sage, okay, ich brauche eine Airbrush nur um mal ein bisschen zu grundieren, um vielleicht ein bisschen Gelände zu bearbeiten, großflächige Sachen zu bearbeiten, dann ist das ein ganz anderes Equipment und brauche lange nicht so viel Geld ausgeben, wie zum Beispiel, wenn ich wirklich grundieren möchte. Ich möchte Gelände machen, ich möchte Miniaturen bemalen, ich möchte Effekte malen, ich möchte sehr filigrane Sachen malen. Dann brauche ich natürlich ein ganz anderes Equipment, als ich das nur für die Grundierung benötige. Beginnen wir aber, glaube ich, als erstes mit der Pistole. Da gibt es natürlich auch inzwischen sehr viele Hersteller am Markt und sehr viele Modelle am Markt. Und da kommt es dann darauf an, möchte ich eine Pistole mit Fließsystem, eine Pistole mit einem Saugsystem, eine Pistole Single Action, Double Action. All diese Sachen werden wir euch in einem gesonderten Video nochmal erklären, was die technischen Gegebenheiten sind bei diesen Pistolen. Aber das ist auch eine ganz wichtige Frage. Denn was ist denn eigentlich eine Single Action, eine Double Action? Was ist ein Fließsystem? Was ist ein Saugsystem? All das werden wir euch natürlich beantworten. Weiter geht es dann natürlich mit den Kompressoren. Brauche ich einen ölgelagerten Kompressor? Brauche ich einen Kompressor mit Tank? Ohne Tank? Reicht mir vielleicht auch so eine Druckluftdose? All das werden wir natürlich auch beantworten. Und da ist aber erstmal die Frage wichtig: Was möchte ich mit meiner Airbrush eigentlich machen? Kommen wir jetzt noch kurz zum Zubehör. Natürlich, auch dort, der Zubehörmarkt für das Thema Airbrush ist inzwischen riesig geworden. Viele Hersteller, viele Produkte. Und auch da muss man immer gucken, okay, was benötige ich tatsächlich für meine Arbeit und was ist einfach auch völliger Quatsch. Aber all das werden wir dir in diesem Kurs erläutern und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann tatsächlich um die technischen Begebenheiten unserer Airbrush geht. Und da entscheidet sich dann auch, welche Pistole für mich in Frage kommt. Brauche ich eine Airbrush mit Single Action? Brauche ich eine Airbrush mit Double Action? Brauche ich ein Fließbechersystem, ein Saugbechersystem? Welche Nadelstärke ist eigentlich wichtig für mich? All das erfahrt ihr dann im nächsten Video und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Solltet ihr jetzt schon Fragen haben, könnt ihr uns diese gerne schon stellen. Und zwar schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an info@tabletop-basement.com und wir werden euch diese zeitnah beantworten. So, aber jetzt viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Tschüss.